Unberührte Wege. Überwältigende Landschaften. Weltkulturerbe. Beste Laune inklusive. Auf der schönsten Strecke des Rheinradweges. So, hier ist Mainz, da Bingen, Mittelrheintal, Koblenz. So sieht es ja aus, meine Tour, ganz professionell geplant, wie man das so macht. Ich freue mich auf jeden Fall auf sehr viele Höhepunkte. Ich bin 2 Tage unterwegs, 100 Kilometer den Rhein entlang. Ich werde viel erleben, also keine Zeit verlieren. Auf geht's ins Abenteuer Rheintal. So, und jetzt noch mal die Rheinradwegstrecke etwas detaillierter. Rechtsrheinisch geht es durch den Rheingau. Mit einem kleinen Abstecher zum Kloster Eberbach. Bis nach Rüdesheim, dort wechseln wir die Rheinseite. Im oberen Mittelrheintal radeln wir an zig Burgen und an der Loreley vorbei. Bis nach Koblenz. Los geht's also auf der rechten Rheinseite. Ausnahmsweise lassen wir Mainz mal links liegen. Erste Augenweiden, das barocke Schloss in Wiesbaden-Biebrich. Und der idyllische Hafen in Wiesbaden-Schierstein. Direkt hinterm Hafen im Wasserschutzgebiet Störche. Gar nicht leicht zu entdecken. Hubertus Kraner ist jeden Tag hier. Er fühlt sich verantwortlich für immerhin 46 Storchennester in diesem Jahr. Und? Was im Nest? 2 Junge und ein Altvogel sind gerade drin. Echt? Jawohl. Und gerade eben gefüttert worden. Hab ich die Fütterung verpasst? So ein bisschen. Wollen Sie mal schauen? Ja, unbedingt. Aber die Jungen sind ganz schön groß schon. Ja, also ich gehe davon aus, dass sie in 2 Wochen fliegen. Ja? Ja. Für die Elterntiere ist es natürlich eine richtige Anstrengung, wenn man überlegt, dass sie am Tag schon mal so 25 Mäuse fressen. Oh. Und das umgerechnet in Regenwürmer und Grillen ist das natürlich entsprechend mehr. Die müssen ganz schön ran schaffen, ne? Ganz schön ran. Also Ja. es ist richtig Stress für die Altvögel. Es gab einmal gar keine Störche mehr in Hessen und Rheinland-Pfalz bis in die frühen 1970er Jahre. Dann haben Kraner und seine Freunde kurzerhand Nester gebaut und erste Störche gekauft. Und in diesem Paradies sind es im Laufe der Jahrzehnte immer mehr geworden. Und sie stören sich nicht im geringsten daran, dass der Radweg hier direkt an ihren Nestern entlang führt. Kraner hat etwa 1000 Störche hier aufwachsen sehen und alles immer genau beobachtet. Also das sind schon Künstler. Ja. Und Ja. dieses Nest hat locker 2 Zentner Gewicht. Ah ja, echt? Ja. Alles mit dem Schnabel reingebracht. Und in der Mitte wird es ausgepolstert mit Moos und Heu. Ja, was eine Arbeit, gell? Was eine irre Arbeit. Fleißige Vögel. Ja. Vielen Dank. Alles klar, machen Ja. es gut. Tschüss. Schönes Beobachten noch. Ja, danke. Ciao. Der erste Ort im Rheingau ist Walluff. Viel zu nett hier, um einfach vorbeizufahren. Ganz nach meinem Geschmack hier. Ich hätte gerne Traubensaftschorle. Ihr habt's schön hier. Das ist wie Urlaub eigentlich, oder? Zum Anhören. Ja? Habt das nicht so warm da drin? Heute haben wir Durchzug. Danke. Noch kein Alkohol. Okay. Hallo, darf ich mich bei euch dazusetzen? Da ist doch noch Platz. Ihr seht so aus, als würdet ihr öfter herkommen. Jo, Oder? das stimmt. Mit dem Hund da. Was mögt ihr hier so?
Den Wein. Den Wein. Damit ich die, Ist noch nicht Feierabend für mich, deswegen nur Traubensaft. Ich habe schon mitbekommen. Ich muss noch ein paar Kilometer fahren. Sehr schön. Wohin geht's? Insgesamt bis nach Koblenz. Sehr schön. Nicht mehr heute. Warum? Kein Licht am Fahrrad oder was? Ja, genau. genau. Und den Gepäckträger? Elbtunnel dann wieder, ne? Ich habe einen Gepäckträger. Ja, wollt ihr da kann mit? man, ja, nee, wo kann man denn eine Ach so. Flasche Wein mitnehmen? Wenn es Ja, ich habe trocken wird. hab ja sogar Gepäckträgertaschen. Ah, oh, Also da gehen mehrere Kühlakkus Flaschen rein und Wein. dann- Wir sind ja im Rheingau, gell? Es ist richtig, ja. Es ist ja, ich bin jetzt hier angekommen und dann steht da plötzlich so ein Fass. Ist das öfter so, dass es hier Ja. sowas gibt? Ja. Jedes Ort. Jedes Ort am Ja? Rhein lang hat einen Weinprobierstand, der meistens am Rhein steht. Und Und so dann, Biergärten? was? Okay. In der Weinregion, ein Weingarten. Haben wir ja. Weingarten haben wir hier vorne. Ja. Das ist ein Winzer Kein von Bier. hier, der hat einen Weingarten, der liegt hier direkt Wunderschön. 200 Meter Ja? weiter Ja. vorne. Ein Weingarten heißt also, hier kann man picknicken wie im Biergarten. Getränke und kleine Snacks gibt es. Sein Essen bringt man mit. Die Idee dazu hatte Bio-Winzer Hajo Becker 1985. Hallo, grüß Gott. Das ist Service. Prost zum Sehr zum Wohl. Schön, dass Sie hier sind. Ja, sehr gerne. Also das ist ja ein tolles Konzept. Mit dem Ziel, die Leute zu animieren, mit ihrem Essen, wie Sie es hier neben sehen, auch mit Tischdecken herzukommen. Und deshalb kann man bei mir auch Plätze reservieren. Und den Wein von hier genießen. Im Anfang, die haben hier Damast-Tischdecken mitgebracht. Ja. Kandelaber, Silber, richtiges Besteck und alles. Das war in der ersten Zeit die Creme de la Creme aus Wiesbaden, die kam hierher und hat gefeiert. Ja. Die haben nämlich gemerkt, wenn ich beim Bäcker im Weingarten feiere, ist meine Wohnung sauber nächsten Tag. Da habe ich nichts aufzuräumen. Das war das Konzept gewesen. Ja, und nicht jeder hat so einen Garten, ne? Nee, Also das ist ja halt die Schöne. Einmaligkeit dieses Gartens. Das bin ich auch ganz dankbar, dass ich hier in dieser Gegend geboren wurde und hier sein darf. Wenn ich jetzt gleich weiterfahre, ne? Ja. Also ich mag ja irgendwie die Strecke da am Rhein total gern. Also was sehr urig ist, ist eben jetzt das Stückchen zwischen Niederwalluf, zwischen Walluf und Eltville. Das ist nämlich unberührte Leinfahrt. Da ist nichts asphaltiert. Ja. Da ist alles noch ein bisschen holprig. Da steht auch manchmal das Wasser drauf. Da Ja. kann man gar nicht fahren. Und es hat leider ein Fahrradverbot auf diesem Weg, weil diese Leute einfach zu rücksichtslos gefahren sind. Die mit ihren Rennrädern, wum, wum, wum. Wenn da einer gemütlich langsam durchfährt, würde keiner was sagen. Okay. Aber einfach, um mal generell eine Handhabe zu haben, wenn ihr wirklich, wenn Sie jetzt da schön gemütlich durchradeln, schön freundlich Hallo sagen, wenn Sie an Leuten vorbeifahren, wird da keiner groß anschauen. Wenn, wie Hajo sagt, dieser Streckenabschnitt auf dem historischen Leinpfad besonders schön sein soll, will ich das erleben. Dann schiebe ich eben. Also, wenn heute außer mir fast niemand den Weg nutzt, fahre ich mal ein Stückchen, ganz langsam. Früher haben Pferde auf diesem Treidelpfad Schiffe rheinaufwärts gezogen und mir kommt es so vor, als habe sich an diesem urigen Weg so gut wie nichts geändert. Jetzt habe ich gerade hier meinen Privatstrand gefunden. Muss ich direkt mal ausprobieren. Erfrischend und ziemlich klar, das Rheinwasser. Es ist traumhaft. Die ganze Strecke fahre ich nah am Wasser entlang. Ganz klare Empfehlung. Vier Kilometer führt der Pfad bis nach Eltville. Insgesamt bin ich jetzt immerhin schon 15 Kilometer unterwegs.
Bekannt ist die Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville für ihren Rosengarten mitten in der kurfürstlichen Burg. Mittelalterliches Flair, einfach schön, für die Augen und die Seele. Wow. Das ist mal ein Ausblick. Hallo. Hi. Ich hätte gerne einen Spundekäse mit Brezel. Ja. Und ich nehme noch einen Aperol Spritz. Bitte. So, bitte sehr. Danke. Es ist wirklich ein wahnsinnig toller Ort hier. Und das Praktische ist tatsächlich auf dieser Rheinradtour, man muss sich fast nichts zu essen mitnehmen, weil es alle paar Kilometer irgendwas zu essen und zu trinken gibt. Das genieße ich. Tschüss, Eltville. Ein Stückchen raus aus dem Städtchen und dann will ich unbedingt einen Abstecher machen. Mit dem E-Bike ein Klacks. 4 Kilometer durch die Spitzenweinberge des hessischen Staatsweingutes bis zum größten Weingut Deutschlands, Kloster Eberbach. Das Kloster ist berühmt, weil der Film Der Name der Rose hier gedreht worden ist, aber auch wegen des jährlichen Rheingau Musikfestivals. Mit seinen eindrucksvollen romanischen und frühgotischen Bauten ist es eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler Hessens. Hier kann man gut alleine Zeit verbringen oder auch mit dem Leiter der Klosterstiftung herumschlendern, der jede Ecke bestens kennt. Das ist ja jetzt das einzige Fenster hier drin, ne? So ist es. Ja. Und ein außergewöhnliches. Hä? Ja. Interessant, oder? Ja. Die Mobile Phones. Das ist ja witzig. Ja. Also das ist nicht aus damaliger Zeit. Natürlich nicht. Es war früher verglast, aber das ist die Arbeit eines modernen, berühmten deutschen Künstlers, Thomas Bayerle. Und die Handys zeigen in ihrer Gesamtgestaltung die sogenannte Pietà. Maria, die den sterbenden Jesus hält. Also es ist eine schöne Idee. Ja, und ein schöner Dialog, ein moderner, aber auch ein schöner Dialog mit dem Sakralbau der Abtei. Die Kreuzgänge waren, auch dieser hier, vollständig verglast. Im 15. Jahrhundert mit einer wunderschönen, aufwendigen, bunten Verglasung. Und das wurde 1803, als das Kloster verweltlicht wurde, alles zerstört. Insofern ist das hier eine besondere Reverenz an diesen eigentlichen Zustand, aber eben mit den Mitteln der modernen Kunst. Das sind übrigens meistens Kinder, die als allererstes checken, dass das Mobile Phones sind. Die Erwachsenen brauchen ein bisschen, bis sie das sehen. Aber die ganz Kleinen, die verstehen das sofort. Na gut, Kinder sind eh schneller bei allem. Ne? Ja, gerade die Generation jetzt. Ja. Wow. Gigantisch, oder? Die großen Pressen. Ja. Was ein Gerät. Durchaus. Und noch immer funktionstüchtig. Echt? Ja. Also das ist eine Weinpresse? Das ist eine Weinpresse. Alles hier sind Weinpressen aus 300 Jahren, die früher ganz aus Holz waren. Und mit denen, da kann man gut erkennen, welche Mengen an Wein in Eberbach verarbeitet wurden. Also wirklich, die haben viel getrunken? Die haben viel getrunken und vor allen Dingen haben sie wahnsinnig viel und sehr erfolgreich produziert. Es war allein im Jahr 1500 das weltgrößte Weinhandelsunternehmen. Die Klosterkirche ist eine romanische Basilika, monumental und sehr puristisch.
fühlt sich schon direkt so wie im Mittelalter. Also wenn man so hochguckt, dieses Himmelsgewölbe. Genau, so ist es auch gedacht. Ganz genau so ist es gedacht. Das war der Schlafsaal der Mönche und der Drehort im Namen der Rose, wo die Bibliothek sich befand und man vor allen Dingen die verbotene Tür zu sehen hatte. Was? Warum verboten? Verboten, weil sich dahinter die Schriften der verbotenen antiken Philosophen verbargen, für die man auf dem Scheiterhaufen brennen konnte. Und ihr habt eine Baustelle jetzt gerade hier. Richtig, ne? genau. Ziemlich umfassend sogar. Das gesamte Gewölbe dieses wirklich riesengroßen Schlafsaals der Mönche wird restauriert. Das war jetzt also der Schlafsaal. Das war der Schlafsaal. Fantastisch. Das ist der Hospitalkeller, in der Tat. Sehr beeindruckend. Ne? Da werde ich direkt Ja. ehrfürchtig. Ja, kann man auch sein. Ist ein wirklich ganz besonderer und außergewöhnlicher Bau aus dem frühen 13. Jahrhundert. Hier wurden früher Gäste des Klosters beherbergt. Und jetzt, wie man schon sehen kann, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ist es ein Weinkeller, ein historischer Weinkeller. Und ja, Habt ihr das jetzt extra für uns so hingerichtet mit den Kerzen? natürlich. Das machen wir oft. Die Gäste können hier Schlenderweinproben buchen. Und dann wird das natürlich genau so auch mit diesem romantischen Kerzenschein gefüllt. Ich wusste nicht, dass wir ein Date haben, aber Ja, haben das wir. ist toll. Zu einem Date passt auch ein Glas Wein, was ich empfehlen würde, einen Ja, klassischen Riesling trinkt vom Riesling Steinberg. hier, ne? Das ist tatsächlich auch der Hausberg von Kloster Eberbach. Und derjenige, den die Mönche sehr gehegt, geschätzt und gepflegt haben. Ja, War eine tolle Führung. vielen Dank. Viel Hat Spaß gemacht. Ja, Das sehr. ist fantastisch, dieses Gelände. Das stimmt. Wunderschön. Und der Wein auch. In der Tat. Alles. Zurück auf dem Rheinradweg. Der nächste Ort ist Österreich-Winkel mit einer kleinen Sportbootmarina und dem historischen Verladekran aus dem 18. Jahrhundert, dem Alten Kran. Nach 30 Kilometern komme ich in Rüdesheim an. 20 muss ich heute noch, da gönne ich mir jetzt mal eine Pause. Die Drosselgasse. Für viele Touristen die Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten im Rheingau. Schätzungsweise 3 Millionen Menschen aus aller Welt kommen jährlich hierher. Unglaublich. Total ungewöhnlich, dass die Drosselgasse mal so leer ist. Normalerweise wuselt es hier vor Amerikanern und Japanern. Haben wir heute richtig Glück gehabt. Wenn ich schon mal in Rüdesheim bin, dann muss ich unbedingt die Seilbahn nehmen zum Niederwalddenkmal. Die Aussicht von dort oben soll großartig sein. Und die Seilbahn, die startet hier direkt in der Altstadt. Super praktisch. Und das ist ein Kloster der weltberühmten Hildegard von Bingen, die aus der Gegend hier stammt. Und da sind immer noch Benediktinerinnen und die betreiben auch Weinbau, wie man hier sieht. Hey. Ach, ich könnte stundenlang hier so über den Reben schweben.
Hier muss man auf jeden Fall Instagram-Bilder machen. Very nice, very nice. Oh mein Gott. Ich gucke mir jetzt ein paar Posen ab, damit ich weiß, wie das funktioniert auf Instagram. Wichtig ist der hier, ne? Hier so, dass die Haare auch hier so vorkommen. Und dann ein Bein hochstellen, habe ich jetzt gerade gelernt. Okay, pop it out. Vom Niederwaldtempel zum Niederwalddenkmal. Ein Siegesdenkmal aus der Kaiserzeit, 40 Meter hoch, 75 Tonnen schwer. Die Germania. Das da drüben, das ist jetzt Bingen und da muss ich jetzt hin, weil meine Radtour, die geht jetzt linksrheinisch weiter und da setze ich jetzt gleich mit der Fähre über. Auf Wiedersehen, schöner Rheingau. Und hallo, Rheinland-Pfalz und oberes Mittelrheintal. Das beginnt bei Bingen. Bingen hat eine endlos lange Uferpromenade, an der alle paar Meter eine Skulptur den Weg bunter macht. Da sind witzige Sachen dabei. Oberhalb von Bingen gibt es ein Naturschwimmbad, eines von 3 in Rheinland-Pfalz. Das wollte ich schon immer mal testen und jetzt ist die Gelegenheit. 2000 Quadratmeter groß ist der natürliche Schwimmteich. Es kommt mir ein bisschen so vor, als würde ich in einem Bergsee schwimmen. Es ist auch etwas frisch heute und ich bin ziemlich alleine. Sehr cool, der Panoramablick ins Rheintal. Ich war ja gerade drin. Gefühlt würde ich sagen, super Wasserqualität. Also ich habe es auch probiert. Ich fand es lecker. Ja, kein Chlorgeschmack, Arne, oder? Ich fand es voll gut. Ja, es wird mit Trinkwasser gefüllt, aber wir haben eine biologische Aufbereitung. Ja, man sieht auch hier und da mal eine Alge schwimmen. Aber das ist es dann. Und dann kann man lecker schwimmen. Ja. Jetzt sehe ich auch hier die ganzen Pflanzen drumherum. Das ist schon auch so ein Reinigungskonzept dahinter, oder? Ja, genau. Es gibt eine Filteranlage, eine biologische Filteranlage. Ja. Die Pflanzen, die wir im Hintergrund sehen, hier in den Uferbereichen, das ist eine Art von Filter. Die zweite Art ist unten verbaut. Und da läuft 24/7 eine Pumpe, genau wie man das aus dem klassischen Schwimmbad kennt. Da wohnen Mikroorganismen drin, die futtern alles auf, was nicht reingehört. Und dann schmeckt das Wasser so lecker wie eben beim Probeschluck. Ja. Also im Sommer habt ihr ja wahrscheinlich ein großes Problem mit den Massen an Leuten, die hierher kommen, oder? Also ein kleiner Wermutstropfen bei unserem Naturbad ist, dass wir nur am Tag 1800 Leute ins Bad lassen. Das ist einfach der biologischen Aufbereitung geschuldet. Wenn wir mehr Leute reinlassen, stimmt die Wasserqualität nicht mehr. Das heißt, wenn man an einem richtig sonnigen Tag kommen will, vorher informieren auf der Internetseite, ist noch Platz oder nicht. Der Binger Mäuseturm. Hier beginnt das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal.
Zwischen Bingen und Koblenz sind 40 Burgen erhalten. Viele davon wurden im Zeitalter der Romantik wieder aufgebaut, wie die Burg Rheinstein, die Burg Soneck und die Burg Stahleck oberhalb von Bacharach. Und da will ich jetzt hin. Die prächtige Burg ist bekannt für ihre Jugendherberge und die werde ich heute mal antesten. Am Ende des ersten Tages nach etwa 50 gefahrenen Kilometern. Hallo! Hallo, schönen guten Tag. Reisenlichter mein Name. Ich wollte einchecken und ich bin mit Herrn Kuschner verabredet. Dann hole ich zuerst Herrn Kuschner und Rest machen wir dann später. Okay, Okay, gut. bis Gerne. gleich. Hallo! Guten Tag, grüße Sie. Recht herzlich willkommen auf unserer Burg Stahleck. Toll haben Sie es hier. Das ist echt eine besondere Burg. Ich zeige Ihnen mal unsere schöne Aussicht auf Ja, das sehr obere gerne. Mittelrheintal. Gerne. Ist auf jeden Fall krass was los hier. Ja. Typisch Jugendherberge, muss man sagen, Typisch oder? Jugendherberge und bei uns ist auch immer Leben im Haus. Aber ist der Hammer. Also dieses Ensemble hier mit dem alten Fachwerk und Schieferstein. Das ist einmalig hier. Diese Lage hier oben auf dem Berg über Bacharach mit dieser Aussicht hier vor uns. Es ist ein Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt, die uns besuchen. Viele Kinder wahrscheinlich, Schulklassen. Sehr viele Kinder, unter der Woche hauptsächlich Schulklassen, aber auch gerade in der Ferienzeit Familien mit Kindern, auch Fahrradfahrer, die uns besuchen. Wie viele Betten sind da? Das ist eine Schlafsäle überall wahrscheinlich, ne? In allen Gebäudeteilen unserer Burg Stahleck haben wir Schlafsäle. Ja. Insgesamt haben wir 178 Betten im Haus und etwa 35.000 Übernachtungen im Jahr. Oh, wow. Wie alt ist denn die Burg? Die Burg Stahleck wurde 1120 etwa erstmals urkundlich erwähnt. Aber man geht davon aus, dass sie etwa 20 Jahre vorher schon gebaut wurde. Also über 900 Jahre alt. Genau. Um 22 Uhr ist Ruhe angesagt, ab 7 Uhr gibt es Frühstück. Mein Bike und ich sind wieder aufgeladen, es kann weitergehen. Heinrich Heine, Clemens Brentano und Victor Hugo. Für diese drei Dichter war Bacharach die Hauptstadt der Rheinromantik. Sicherlich auch wegen der Ruine der Wernerkapelle mitten in der Stadt. Die Touristen sind wohl alle ein bisschen auf der Suche nach der Romantik hier am Rhein. Also eins kann ich sagen, idyllisch ist es hier. Nur 7 Kilometer weiter liegt ein anderer touristisch geprägter Ort, Oberwesel. Auf dem Weg dahin die ehemalige Zollstation Pfalzgrafenstein mitten im Rhein. Oberwesel hat eine Besonderheit. Auf der Stadtmauer lässt sich der Ort komplett umrunden. Halt, stopp, Wegzoll. Das macht 10 Euro. Nein, 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 nein. Für Eis. In Dänemark hier. In Dänemark? Ah, okay. Ja, wir von Dänemark. Ah, okay. Touristen. Ja. Was mögt ihr hier am Tal? Warum seid ihr hier? Die Natur und Die Weine. Die Weine, ja. Ja. Und die Natur, wir gehen zum Strasbourg Ja, morgen ja. und dann Ja. Alsace und dann zum Kochen. Kleine Europatour. Eine Ja. Europatour nach Rhinen und Rhein und Mosel. Mosel. Ja. Ah. Ich glaube 20 Kilometer weiter. Ja. Bin auch begeistert von dem Ding. Ich bin das erste Mal jetzt hier Ach, oben echt? drauf. 20 Kilometer weiter wohnen Sie? Ja. Und trotzdem sind Sie zum ersten Mal hier? Jo. ist Nein, meistens so, ne? in Oberwesel schon öfter, aber erstmal hier auf der Mauer. Ja. Ich bin überrascht. Das ist wirklich ein schöner Ausblick. Und das ist eine schöne Gegend hier. Das ist toll, ne? Aber dann sind Sie ja im Grunde im Mittelrheintal ja irgendwo zu Hause, ne? Ja, ja. Also diese Romantik im Mittelrheintal, das sagt Ihnen was. Ja, klar. Ja, was ist Immer denn so noch- romantisch für Sie im Mittelrheintal? Tja, der Wein.
Der Wein, ganz eindeutig der Wein. Ich liebe den Wein. Ich liebe auch die Weinlagen. Oberwesel hat schöne Weinlagen. Wir wohnen hier, wo andere Leute Urlaub machen. Ja. Und dann liegt am Weg, direkt am Fluss, das Väterchen Rhein. Das ist ja nett hier. Hier gibt es Tapas für den Hunger und Tickets für eine Schifffahrt. Dabei sind die Pächter eigentlich Fotografen. So, die kleine Erfrischung kommt. Die regionalen Tapas, zum Beispiel Dippekuchen im Glas, sind selbst gemacht. Das ist eigentlich eine Schiffsanlegestelle. Man kann Tickets kaufen. Genau. Das heißt, wie kamt ihr denn auf die Idee zu sagen, hier noch einen Tapasstand aufzubauen? Wir wurden von Oberweslern gefragt, ob wir die KD das Gebäude erhalten möchten, Oberwesel. Und damals hat sich halt angeboten, dass wir es kombinieren. Ich habe mein Büro, wir sind ja Fotografen, habe mein Büro in dem Häuschen drin, das Verkaufsoffice. Und es ist natürlich angeboten, diese wunderschöne Fläche auch gastronomisch zu nutzen. Ich habe mich jetzt gefreut, als ich angefahren kam, weil ich dachte, so, ich hätte Lust auf so einen kleinen Snack. Und Hat gepasst, ne? Plopp, was war da. Ja. Aber probier mal, wie es da schmeckt. Lecker. Gestärkt geht es nochmal aufwärts. Zur Burg Stahleck hoch war es ja schon recht anstrengend, hier aber auch. Gut, dass ich ein E-Bike habe. Die Anstrengung lohnt sich. Ein Wahnsinnsblick auf Oberwesel. So, der Turner-Blick. Die Gemälde William Turners sind seit der Zeit der Romantik berühmt und sehr populär. Das muss der Turm sein. Ist da. Der britische Maler reiste von 1817 an mehrfach an den Rhein. Und dieser Ort ist wirklich eine Reise wert. Eine ehemalige Filmkulisse. Lassen Sie es gut schmecken. Dankeschön. Das Günderrode-Haus ist ein Relikt aus den Heimatfilmen von Edgar Reitz. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Das war die absolut größte Festung und Burganlage am Mittelrhein. Ja. Also größer als die Ehrenbreitstein, hier müssen wir lang, größer als die Ehrenbreitstein heute ist. Die Burg Rheinfels. Da bin ich, nach heute 16 Kilometern, gelandet. Sie liegt oberhalb von St. Goar und ist auch auf jeden Fall einen Abstecher wert. Der Bürgermeister von St. Goar ist mein Guide. Das riesige Gelände kann man allerdings auch auf eigene Faust erkunden. Falko Hönisch ist großer Fan der Rheinromantik. Sein größter Wunsch? Eine Zeitreise in diese Epoche. In der Zeit der Romantik war das schon wirklich eine ganz besondere Region. Man muss sich das vorstellen, zum Beispiel Johannes Brahms hat als 20-Jähriger hier hat er eine Wanderung gemacht von Mainz bis nach Düsseldorf, hat auch genau beschrieben, wo er überall war, in Aspernshausen die Fähre genommen, in Bacharach, in der Wernerkapelle übernachtet, hat dann in St. Gorshausen wieder übernachtet und so weiter. Er beschrieb alles genau. Und in der Zeit gab es weder eine wirklich befestigte Straße noch eine Bahn. Und natürlich auch keinen wirklich motorisierten Schiffsverkehr. Das muss schon wirklich ein gewisses Paradies gewesen sein. Die Sakristei war da mal drin, 2 Meter her. Boah. Was ist das denn für ein Gang? Sieht aus wie so ein Fluchttunnel. Ja, das sind die berühmten Minengänge, die entweder zur Verteidigung der Burg genutzt wurden oder halt natürlich auch zur Lagerung von
kalten Lebensmitteln, Bier oder was? Nee, tatsächlich von Sprengstoff. Ja? Denn wenn Sie Sprengstoff in der Burg gelagert hätten, dann wäre natürlich die Burg durchaus in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Spannende Gänge. Wirklich eine faszinierende Burganlage. Und vielleicht macht es sie auch deswegen so spannend, weil sie eben eine Ruine ist. Ja, das hat so einen Charme noch, ne? Ja. Weil es ein bisschen kaputt ist, aber noch gut genug erhalten. Absolut. Hätte man auch eine gute Akustik hier? Oh! Offensichtlich. Ja. Nicht so der lange Hall, Nö. aber ein ganz guter. Zum langen Hall kommen wir gleich noch. Ja? Ja. Wo ist der lange Hall? Im großen Keller Ah. auf Burg Rheinfels. Also wieder runter. Auf geht's. Hauptberuflich ist Falco Hönisch Opernsänger. Ich würde ihn gerne mal singen hören. Was eine Akustik. Ja, das ist der größte freitragende Gewölbekeller Europas. Wow. Und wie man sehen kann, es hat ja auch die Form eines Weinfasses und hier stand auch mal ehemals ein Weinfass, das nur ein wenig kleiner war als das berühmte große Fass im Schloss in Heidelberg. Ah, ja. Und dieses Fass hat tatsächlich die Menschen entsprechend vor Ort auch ernährt. Ja. Mit Wein. Aber eine krasse Akustik. Schon, ja? Oh, wenn wir jetzt einen Minnesänger da hätten. Tja, das wäre was. Schade. Der hat leider schon Dienstschluss. Der Dienstschluss. Na, leider schon zu spät. Für Gesang ist der Keller wohl eher ungeeignet. Ein bisschen Resonanz tut einfach gut. Hinter St. Goar verläuft der Radweg neben Bundesstraße und Bahn. Also nicht ganz so schön. Die nächsten 25 Kilometer gebe ich mal Gas. Immerhin gibt es alle paar Kilometer eine Burg. Besonders imposant ist die vollständig erhaltene Marksburg. Wirkt wie gemalt und findet, glaube ich, auch jeder schön. Jetzt bin ich schon kurz vor Koblenz, bald geschafft. Noch durch einen lichten Auenwald. Doch kurz noch mal anhalten, das muss ich mir unbedingt genauer anschauen. Ich habe was ganz Tolles entdeckt. Ich finde es wahnsinnig romantisch. So sieht das aus. Die Nieren in bester Rheinlage. Was passiert hier heute? Wir machen heute mit ein paar Freunden ein Krimi-Dinner. Krimi-Dinner? Ein Krimi-Dinner. Und Oh, wie haben geil. uns überlegt, wir überraschen auch die anderen 6. Okay, Die wissen auch nichts davon. Die wissen nicht, dass es so ausgeartet ist. Genau. Das sieht toll aus. Wann geht's los? In einer guten Viertelstunde? Ja, dann Okay. erfahren die den Standort. Die sitzen schon auf heißen Kohlen. Ja. Habt ihr euch das alles selber ausgedacht? Die Geschichte an sich nicht, aber das Ganze drumherum, ja. Viel Erfolg euch. Dankeschön. Ja, und ich hoffe, alle sind begeistert. Ja, Ja, uns auch. Ciao. Danke, ciao. Koblenz erreicht. Meine 50 Kilometer heute geschafft. Und da ist mein Ziel, die Festung Ehrenbreitstein. Noch kurz in die Altstadt. Und dann kommt auch schon meine Fähre. Ich wechsle nochmal die Rheinseite. Die Ehrenbreitstein liegt auf der Schelsig. Hoch geht's mit einem Aufzug. Das lasse ich mir nicht entgehen, trotz E-Bike. 94 Höhenmeter in 3 Minuten und man kommt direkt an der Jugendherberge an.
Zweite Übernachtungsburg und wieder ein grandioser Blick. Diesmal aufs Deutsche Eck. Schönen guten Tag, hallo. Hi, Reisenbichler. Ich wollte einchecken. Reisenbichler, jawohl. Das Einchecken spielt sich überall gleich ab. Das müssen Sie jetzt bei jedem Gast müssen Sie das erklären. Ja. Wie oft machen Sie das am Tag? Bis zu 37 Mal. Ja? Wie viele Zimmer haben Sie? 37. Also wie Betten sind das insgesamt? 158. Okay. Ist gerade voll ausgebucht? Wir sind zum Glück immer ausgebucht. Also Ja, fast kann immer ich verstehen. ausgebucht, fast immer voll bei dem Ausblick. Ja, herrliche Aussicht auf Koblenz. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ein bisschen frisch jetzt und geregnet hat es auch kurz. Ich schaue mal ins Landesmuseum. Eine Ausstellung zu Gesten. Oh, dürfen wir nicht zeigen im Fernsehen. Perfetto. Erlebnisausstellungen sind genau das Richtige für mich. Kultur und Spaß. Wer ist denn das? Das ist ein Feind. Und dann spielt das Wetter wieder mit. Die Festung als solche ist im Grunde auch eine Art Erlebnisausstellung. Großartiges Gelände. Und ich habe Glück. Samstags gibt es hier Konzerte. Und heute spielt die Band Johnny Cash Experience. Ein schöner Abschluss des Samstagabends. Am nächsten Morgen will ich unbedingt noch mal Seilbahn fahren. Das Fahrrad kommt mit. Ja, das ist schon schön, dieses Koblenz. Gut. Die Seilbahn endet am Deutschen Eck mit dem Reiterstandbild des deutschen Kaisers Wilhelm I. von 1897. Hier am Deutschen Eck in Koblenz endet meine Fahrradtour nach 100 Kilometern den Rhein entlang. Für mich das schönste Stück des ganzen Rheins, weil die Landschaft so spektakulär ist. Am Anfang diese Weinreben in den Hängen, dann diese schroffen Felsen, die fast schon in den Rhein hineinstürzen. Und alle paar Kilometer gibt es eine mächtige und stolze Burg. Und dann sind die Menschen auch noch herzlich und aufgeschlossen. Ich habe es total genossen hier und sehr viele Eindrücke mitgenommen. Deswegen gehen Sie unbedingt selbst auf Entdeckungstour durchs wunderschöne Rheintal.